Da sind wir wieder. Hallo, Stephan Külgen hier. Schon wieder sind 2 Monate vorbeigezogen und wir haben eben die September-Oktober Neuheiten veröffentlicht. Ich glaube, wir haben wieder ein recht farbenfrohes Paket dieses Mal. Wir haben Modelle in Schwarz-Gelb von den, fast Meistern aus Dortmund. Wir haben einen roten Airbus aus Grönland. Wir haben Regenbögen, wie auch ein grünes Flugzeug von den Anfängen der Luftfahrt. Aber auch große gelbe und auch dunkelbraune Frachter sind auch diesmal wieder dabei. Hi there, Stephen Külgen here. This time around, I would like to give some information on a few selected new items to be available in September and October. We do have quite a colorful package this time around, from the yellow and black of one of Germany's most successful soccer teams to the bright red from Greenland. We have rainbows, we have a green colored aircraft from the dawn of commercial aviation, and not to forget, we have freighters in the well-known bright yellow as well as dark brown schemes. Tja, die Farben verraten schon die Mannschaft. Da muss man kein Fußballfan sein. So markant und bekannt ist der BVB. Seit 2016 ist Eurowings Partner bei den Borussen, Herpa sogar seit 2014. Da haben wir die ersten Modelle der Dortmunder produzieren dürfen, damals noch mit Turkish Airlines als Hauptsponsor. Auf dem aktuellen Fan-Airbus sind 9 herausragende Momente aus der Vereinsgeschichte präsentiert. Und auch wenn die Künstler und Fußballfans von Hands of God aus Berlin einen eher schlichten Stil pflegen, besteht jede der Figuren bis zu 9 einzelnen Drucken, also ganz schön aufwendig in der kleinen Größe. Als offizieller Lizenznehmer von Airbus, Eurowings, dem BVB und Hands of God bieten wir insgesamt 5 Varianten an, von dem Klassiker in 1:500 bis zu dem 1:100er Großmodell mit einer Länge von gut 36 Zentimetern. Well, the colors do give away the team, at least for our German collectors. Since 2016, Eurowings has been a partner of the soccer team from Dortmund, one of the most successful in German soccer history. Herpa has been a partner even longer, since 2014. We were allowed to produce first models in yellow and black back then, at that time still with Turkish Airlines as the main sponsor. 9 outstanding moments from the club's history are presented on the current design, and even though the artists and football fans of Hands of God from Berlin maintain a rather simple style, each of the figures on the models consists of up to 9 individual imprints. As the official licensee of Airbus, Eurowings, Dortmund, and Hands of God, we are releasing a total of 5 variants from, of course, 1:500 scale all the way up to 1:100 with a length of a little over 36 centimeters or 14 inches. Leider scheint es nach wie vor in der heutigen Zeit notwendig, dass wir als Einzelne, aber auch als Unternehmen sich immer wieder für die Gleichbehandlung aller Menschen einsetzen müssen. Egal ob Geschlecht, Alter, Behinderung, Religion, Kultur, es gibt wohl immer etwas, was manchen Menschen einfällt, um andere zu diskriminieren. Wie auch bereits Emirates auf den A380 für Toleranz warb zum Start der Fußball-WM auch die Lufthansa mit einer Sonderlackierung für Vielfalt. Auch wenn zugegeben unsere Nationalmannschaft ja nicht so erfolgreich war im letzten Jahr, Vielfalt und das Miteinander sind doch immer ein Gewinn. Und natürlich, so viel kann ich schon verraten, in 1:500 folgt das Modell ebenfalls in einer limitierten Auflage. Unfortunately, it still seems necessary in our world today that we as individuals, but also as corporations, must stand up for equal treatment of all people. Whether it's gender, culture, disabilities, religion, age, there's always something some people can think of to discriminate against others. Just as Emirates advertised tolerance on the A380, Lufthansa advertised diversity with a special livery at the start of the World Cup. Even if the German soccer team was, well, not really all that successful last year, diversity and joining in together is always a winner. And yes, that I can reveal, the model will also be made available as a limited edition in 1:500 scale. Just there's simply too many things going on in the die-cast production lines. Bereits 2001 startete Sukhoi mit der Entwicklung eines neuen Regionaljets, welches die vielen, nennen wir sie Veteranen aus Sowjetzeiten wie die Tupolev 134 oder die Jak 42 ersetzen sollte.
2008 war es dann letztendlich soweit. Der Prototyp hob zum ersten Mal ab. Unser erstes Metallmodell 1200 erscheint in eben diesen Werksfarben mit dem auffälligen blauen Farbverlauf auf dem Rumpf. Leistungen des kleinen Jets beeindruckten ja durchaus. Technische Probleme zu Beginn der Serienfertigung und ein fehlendes Wartungsnetz ließen jedoch das Vertrauen der Fluggesellschaft in den Neuling recht schnell schwinden. Dennoch konnten bislang knapp über 200 Exemplare geliefert werden, teils in doch recht außergewöhnlichen Bemalungen. Back in 2001, Sukhoi started developing a new regional jet to replace the aging Soviet-made Tupolev 134s and Yak-42 trijets. Finally, in 2008, the prototype took off on its maiden flight. Our first die-cast metal model of the Superjet in 1-200 sports the corporate colors of that prototype with the eye-catching blue gradient on the fuselage. The performance of the small jet is quite impressive. However, technical problems at the startup of series production and a lack of reliable maintenance network quickly caused the airline's confidence in the newcomer to dwindle. Nevertheless, over 200 jets have been delivered so far, and some of them in quite unusual and beautiful liveries. Für einige wohl nur eine weitere alte Kiste aus der UdSSR, wird für viele andere die Interflug IL-18 sicherlich eines der Highlights dieses Neuheitenpakets sein. Seit wir angekündigt haben, dass wir den viermotorigen Turboprop in 1-200 entwickeln werden, wurden wir mit Anfragen für eine Produktion in den Farben der Interflug recht gut versorgt, um es ja milde auszudrücken. Wir hoffen, dass wir den Erwartungen mit dieser ersten Veröffentlichung gerecht werden. Wir planen darüber hinaus, die doch zahlreichen Lackierungsvarianten der IL-18, die es in Ostdeutschland so gab, doch nacheinander anzugehen. For some, it's just another old Soviet-built coot. This Interflug IL-18 will surely be the highlight of the new release package for others. Since we announced that we will be developing the 4-engine turboprop in 1-200, we have been bombarded with requests for a release in the colors of the former East German carrier. We hope that we will do justice with this first release, and in time we do plan to tackle the many livery variants seen on IL-18s in East Germany. Das erste Ganzmetallflugzeug der Welt, die Junkers F-13, hob 1919 zu ihrem Jungfernflug ab. Der amerikanische Geschäftsmann John Larson erkannte das Potenzial des revolutionären Flugzeugs und wollte die F-13 in den USA vermarkten und sogar eine Lizenz bauen. 2 Demo-Flugzeuge erreichten im März 1920 per Schiff noch amerikanischen Boden. John Larson ließ aber vorher noch die Flugzeuge umlackieren. Das Silbergrau des Prototyps wirkte für Werbezwecke zu unauffällig. Die Nase wurde schwarz lackiert, was sogar später zum Standard für andere F-13 und die meisten Junkers-Flugzeuge werden sollte. Rumpf und Tragflächen wurden dann grün. Wohl berühmtester Pilot der JL-6 war Eddie Rickenbacker, der Fliegerass aus dem Ersten Weltkrieg und später sogar Präsident von Eastern Airlines, der das Flugzeug von Long Island bis nach Kalifornien auf Promotion-Tour steuerte. Ja, trotz anfänglicher vielversprechender Verkäufe an die US-Streitkräfte und dem US-Postdienst endete die Partnerschaft zwischen Larson und Junkers nach kurzer Zeit. Außerhalb der USA jedoch nahm die Erfolgsgeschichte der F-13 erst so richtig Fahrt auf. The world's first all-metal airliner took off for its maiden flight in 1919. Recognizing the potential of the revolutionary aircraft, American businessman John Larson wanted to market the F-13 in the US and even have it built locally under license. 2 company demonstrators reached American soil by ship in March 1920. John Larson had the aircraft repainted. The silver gray seemed quite dull for promotional use. The nose was therefore painted black, which would later become the standard for other F-13s, and most Junkers aircraft from then on. The fuselage and wings were painted green. Most famous pilot of the JL-6 was Eddie Rickenbacker, the World War I ace and later CEO of Eastern Airlines, who piloted the aircraft on a promotional tour from Long Island all the way to Oakland, California. Despite initial promising sales to the U.S. Armed Forces and the Postal Service, the partnership among former enemies ended after a short time. Outside of the U.S., the success story of the Junkers F-13 was only beginning. Die Anzahl der aktiven MD-11 wird immer geringer. Im Juli-August-Paket haben wir bereits eine MD-11 der UPS vorgestellt, die auch nach und nach jedoch ihre Flotte verkleinert.
Auch bei uns werden es wohl zukünftiger weniger Neuerscheinungen geben. In diesem Paket haben wir doch gleich zwei Neuheiten von doch bedeutsamen Betreibern der MD-11. Wie zum Beispiel eben Delta Airlines. Hier noch im weltbekannten und beliebten klassischen Design oder im Falle von Swissair in einer eher seltenen Bemalungsvariante mit dem blauen Bauch der kurzlebigen Qualif Flyer Allianz, die mit dem Ende des Mitbegründers Swissair auch eben leider ein schnelles Ende erlebte. Beide Modellen erscheinen in limitierten Auflagen. The number of active MD-11 trijets is getting smaller and smaller. In July and August, we already announced the UPS MD-11, which is also gradually reducing its fleet. New releases in 1 to 500 will also most probably start to dwindle as well. In this package, however, we have two new models from major operators of the MD-11. One of these is Delta Airlines, which will be released in the highly popular and classic widget design. The other, Swissair, in a rather rare livery variant with a blue belly of the short-lived Qualif Flyer Alliance, which also came to a quick end with the demise of co-founder Swissair. Both models will be available as limited editions only. Erstmals seit zig Jahren können wir endlich wieder die E3 Century im Maßstab 1 zu 500 angehen. Ein Teil der Formen musste ersetzt werden. Das haben wir aber dann auch genutzt, um gleich noch andere Versionen mitzuentwickeln, wie sie eben von Frankreich oder auch Großbritannien eingesetzt werden, oder beziehungsweise wurden. Wie zum Beispiel die wuchtigeren CFM-Triebwerke, Luftbetankungsstutzen oder bei der britischen Variante die Sensorbehälter an den Tragflächenenden. Zum einen bringen wir die letzte E3D der britischen Royal Air Force, die noch bis zur Außerdienststellung über Syrien und Irak an Operationen beteiligt war. Zum anderen, und wenn man gerade wie ich aus dem Fenster schaut, passt diese Ankündigung gerade nicht so zur Gemüts- und Wetterlage, ist auch unser alljährliches Weihnachtsmodell diesmal eine AWACS-Maschine. Beide Seiten des Rumpfes tragen unterschiedliche Motive von Elfen bei der Überwachungsarbeit. For the first time in many years, we are finally releasing an E3 Century in the 1 to 500 scale. Some of the molds had to be remade from scratch. This time, we did not only have the E3A variant in mind, but also the versions that are or were used by France or Great Britain. Like the more massive CFM engines, the air refueling boom, or in case of the British variant, the sensor pods on the wings. On the other hand, we are releasing the last E3D of the Royal Air Force, which carried out the final mission of the British sentries over Iraq and Syria. On the other, this year's Christmas model will also be an E3 Century. Both sides of the fuselage sport different motives of elves doing their surveillance work to keep Santa safe on Christmas Eve. Jedoch bevor wir zu sehr an Winter, Weihnachten, Lebkuchen oder sogar an heißen Glühwein denken, genießt erstmal den restlichen Sommer. Vielen Dank für euer Interesse. But before we start thinking too much of winter and Christmas and hot drinks, enjoy the rest of your summer and thanks for tuning in.